National. Genau, Also nicht nur in koreanische Korea, Lieder sondern vorzustellen international. und auch ein bisschen so Bedeutung. Ich damals noch gar nicht gut schlafen konnte, gar nicht, nie genug. Das hängt möglicherweise auch mit den Genen zusammen und nicht nur. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das live aus Norddeutschland. Ich bin schon ganz durcheinander, weil wir heute internationalen Gast haben. Ji-Hye Park ist hier, Stargeigerin. Ich möchte mal so sagen, extra für uns, tatsächlich kein Scherz, aus Südkorea angereist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Ihre Kindheit, erst in Deutschland, dann in Korea, dann sind Sie wieder zurückgekommen nach Deutschland. Lassen Sie uns darüber sprechen. Aber die größte mit der Geige. Sie sind dann mit 6 Jahren, sind Sie dann wieder mit Ihrer Mutter gemeinsam nach Korea gegangen, haben dort auch weiter geübt, sind da zur Schule gegangen. Mit 13 ist die Grundschule in Korea, also in Südkorea, beendet. Warum sind Sie dann wieder alleine nach Deutschland gekommen? Also umgekehrt, ich bin nach Korea gezogen, weil meine Mutter das nicht haben wollte, dass ich meine Muttersprache vergesse. Das passiert ja, wenn man im Ausland auch wächst und in die Schule geht. Und meine Mutter wollte, dass ich ganz bewusst bin, dass ich eine Koreanerin bin. Deswegen sind wir nach Korea zurückgekehrt und dann nach dem Abschluss von Grundschule wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Sie alleine, Sehr viel zurück. um auch an der Musik dranbleiben zu können. Das auch besonders, ja. Wir schauen uns mal so Ihre ersten Auftritte als Teenager mal an. Schauen wir mal kurz, wie gut Sie damals schon waren. Aufhören zu spielen. Aber die Musik hat dann angefangen, mich zu streicheln oder zu trösten. Und ich konnte nicht einfach da bleiben und weiterhin nur in dieser Finsternis bleiben, sondern ich habe dann angefangen, alle Arten von Musik zu bearbeiten, in der Hoffnung, dass ich die Musik anderen auch übermitteln kann und erreichen kann und dass dabei bei denen auch so eine Trost und Heilung bewirken kann. Dann somit hat es alles angefangen. Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, ja, allerdings, Sie haben so mich vorgestellt als Stargeiger. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Ich bin nur diejenige, die wirklich meine Geige als meine stärkste Waffe in der Hand halte und einfach positiv zur Gesellschaft bewirken, hoffentlich bewirken kann. Darauf hoffe ich einfach. Und Sind Sie glücklich? ja, also manche machen sich Sorgen, weil ich hatte bis zu 180 Konzerte im Jahr und sie machen sich Sorgen, dass ich dann wieder so müde und krank werde. Dabei, es sind halt 180 Konzerte, die einfach Kraft spenden. Weil ich das weiß, was ich mit dieser Arbeit und dieser Mühe alles erreichen kann, ist jeder Schweißtropfen wirklich bedeutungsvoll, anstatt grausam oder macht mich wieder wahnsinnig. In Ihre Konzerte in Südkorea strömen. Es gibt aber im Oktober auch die Möglichkeit in Leipzig, da haben Sie ein großes Konzert. Ja, im Zusammenhang von meinem Projekt, worauf ich kommen will später. Ja. Also wir wollen gleich tatsächlich über Korea sprechen. Ich mache, was ich halt kann und ich bemühe mich mit dem, was ich habe, so die Geige, für das Wohlergehen in meinem Land. Und deswegen habe ich so ein Projekt ausgedacht, dass die Welt jetzt nicht nur an die Angelegenheit in Korea politisch betrachtet, sondern eine Sache, worüber man Daumen drücken soll und beten soll. Und außerdem haben wir sehr, sehr ganz tolle traditionelle Musik und Tradition, Kultur, und worüber man gar nicht so kennt. Deswegen wollte ich dieser Fokus, Interesse an die Kultur auch ein bisschen wenden. Und deswegen habe ich vor, in wichtigste und bedeutungsvolle Städte Konzerte zu führen, die koreanische, International. Genau, Also nicht nur in koreanische Korea, Lieder sondern vorzustellen international. und auch ein bisschen so Bedeutung erklären und so weiter. Das habe ich halt vor. Das ist ein tolles Projekt, ein tolles, wirklich tolles Projekt, wofür wir gerade aus unserer deutschen Sicht, das muss ich mal so sagen, warum treten Sie in Südkorea so oft in Kirchen auf? Weil es ist mir sehr wichtig, dass ich nicht nur die Leute erreiche, die sowieso zum klassischen Konzert gehen würden, sondern die Leute, die vielleicht nie im Leben
freiwillig zu klassischen Konzert gehen, zu erreichen. Deswegen ist mir sehr wichtig, überall, egal ob das jetzt ein Konzertsaal ist oder irgendeine internationale Konferenzen, wo gar keine Musik als Hauptevent erwartet wird, dass ich dort mit meinem Instrument, im Sinne von Instrument, aufzutreten, den Leuten durch Musik eine Botschaft zu übermitteln. Wir werden gleich noch etwas hören von Ihnen. Etwas Unbezahlbares dagegen bekommen Sie jetzt live von uns geboten, neben dem roten Sofa. Sie haben sich schon aufgebaut, das werden wir Ihnen jetzt zeigen. Ji-Hyun Park, ein koreanisches, traditionelles koreanisches Lied. Genießen Sie es und danach kommen die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und schönen Abend. Wow, ich darf sagen, meine Damen, ich darf sagen, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich großes Lob. Ji-Hyun Baek, vielen Dank fürs Piano, Dankeschön. Möglicherweise hören wir Sie gleich nochmal, gemeinsam mit Ji-Hyun Park an der Violine. Also wirklich toll, großartig, Vielen Dank. großartig. Ich glaube, Ihnen geht es möglicherweise ähnlich zu Hause. Ich finde es ganz interessant, für alle, die jetzt Sie auch gerne mal sehen möchten. Ja. Sie zeichnen YouTube-Videos auf. Das kann